So Leute, ich bin aufgebrochen von der Abisko Touriststation. Ich gehe den Kungsläden südwärts Richtung Nikalorta. Wie weit ich gehe, weiß ich noch nicht. Ob ich umdrehe, ob ich einen Kreis gehe, ob ich direkt bis dahin gehe. Möglich ist alles. Es gibt kein Internet, es gibt kein Telefonnetz auf diesem Weg. Dies ist die erste Brücke. Davon gibt es mehrere. Der Weg ist gut ausgebaut. Ich werde die Dokumentation auf das Wesentliche beschränken. Ich habe Karte und Kompass dabei, wie früher auch. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. So sieht der Weg hier aus. Früher ist mir nie aufgefallen, wie viel Arbeit das macht, den Weg instand zu setzen, nach dem Winter jedes Mal neu einzurichten, nur damit wir hier schön gehen können. Die ersten Herbstfarben kommen. Ja, wenn die Sonne rauskommt, dann sieht das Ganze schon sehr ansehnlich aus. Es ist alles dabei, rot, orange, gelb, verschiedene Grüntöne. Hier das knallhellgrün, das dunkelgrün, hier so bräunliche Geschichten. Und das kommt noch viel intensiver demnächst. Die zweite Brücke und wunderschönes Rot. Aus der Richtung komme ich. Das da hinten ist der Tornetresk. Das ist alles der Abisko Nationalpark. Das waren jetzt wohl 6 Kilometer oder 7. Vier Kilometer in Richtung hinter diesem kahlen Baum links im Bild liegt die Abisko Jaure Hütte bzw. Hütten, die Abisko Jaure Stugana. Dies ist der Abisko Jaure. Die erste Nacht. Da unten am linken Ufer des Sees, dahinter den Bäumen, liegt die Abisko Jaure Hütte. Hier oben sind die Bodendecker alle schon richtig bunt. Mensch, Wahnsinn. Aber richtig bunt. Wenn das nicht klasse ist. Abisko Jaure Fjellstugana. Samewiste, ein Samensommerdorf für die Rentierbeobachtung. Im Hintergrund sieht man eine Rehengerde, dieser gelbe Kreis, wo die Tiere zusammengetrieben werden. Ich hoffe, man kann mich durch die Windgeräusche verstehen. Meine Tourplanung von Abisko bis nach Nikalorta zu gehen, habe ich verworfen. Die Strecke ist mir zu lang, das schaffe ich nicht mehr, ich bin nicht trainiert dafür. Diese beiden netten Schwedinnen haben mir angeboten, mit ihnen zu gehen. Und zwar gehen wir um den Lappen vor der Runde durch.
Und diese Farben sind einfach nicht zu begreifen, das ist einfach wunderschön. Die Myrtebeeren sind reif und schmecken gar nicht schlecht. Die Farben und ein Dschungel ist das hier. In den Fjellkarten ist das Ganze eingezeichnet als gehbehindernde Vegetation. Und genau das ist es auch, wenn man sich mal anguckt, wo der Pfad hier durchgeht. Also ohne Pfad ist hier kein Durchkommen. Unser potenzieller Schlafplatz da unten, direkt im Vordergrund in der Bildmitte, bei dem großen Stein. Scheint flach zu sein und direkten Zugang zum See. Das ist auch nicht an allen Stellen gewährleistet, weil man häufig am Seeufer Morast hat. Ob dieser Zeltplatz wohl der Bola ist, das lässt sich ja wohl kaum toppen, würde ich sagen hier. Allerdings werden die Aufnahmen sicherlich nicht so eine Qualität haben, wie man das von den Kids sonst hat, weil ich einfach bei dem Ding keine ruhige Hand habe. Stativ habe ich auch nicht dabei. Das würde hier wahrscheinlich auch gleich wegwehen, tippe ich mal stumpf. Außerdem ist das Licht so hell, dass ich im Grunde gar nicht sehe, was ich hier auf dem Schirm habe. Ja, man weht ja fast weg in diesem Zelt, aber der Ausblick ist wirklich spektakulär. Das kann man anders wirklich nicht sagen. Ja Leute, das bin ich. So sieht das hier bei mir im Zelt aus. Das Telefon wird gerade geladen, hängt hier an der Stromtankstelle dran. Navigiert wird ja klassisch nach Karte und Kompass. Hier käme keiner auf die Idee, sich auf ein Navi auf dem Handy zu verlassen. Dafür ist es einfach zu wichtig, dass man weiß, wo man ist. Wir sind im Augenblick hier und gehen morgen hier diesen Pfad entlang und hier rauf. Und werden dann durch die Lappenpforte gehen. Das ist genau hier. Diesen Weg werden wir dann nehmen. Dies ist die Lappenpforte aus diesen beiden Bergen. Wir gehen halt hier durch und dann wieder zurück nach Abisko.
diese Farben. Ich hoffe, dass man das, ich habe auch keine Lust hier jetzt große Belichtung einzustellen, weil die anderen schon weiterlaufen. Ich hoffe, dass man das erahnen kann. Das haut einen echt um jedenfalls. Das ist unglaublich. Bilder, wie gesagt, gibt es immer nur, wenn wir sowieso gerade eine Pause machen. Es macht zu viel Umstand, das Handy rauszukriegen unterwegs, wenn eine schöne Stelle ist. Muss erst die Jacke aufgemacht werden, Plastiktüte raus. Wie gesagt, das ganze Ding ist nicht wasserdicht. Dafür, dass es so früh im September ist, ist es hier schon derbe gelb, die Birken. Gegen Ende des Monats, bevor dann die Blätter alle runterfallen, werden alle Birken gelb sein. Das ist der schwedische Urwald hier. Hier verliert man sich sofort aus den Augen. Meine beiden Kolleginnen sind da vorne, gleich sind sie weg. Stellenweise sind die Pfade undurchdringlich. Hier geht es wieder, sonst hätte ich gar nicht die Kamera rausgeholt. Ach, ist das eine schöne Route hier. Das war eine gute Idee, mich den beiden anzuschließen und nicht entweder umzudrehen oder diesen dusseligen Königsweg nochmal zu gehen. Bloß weil mir von damals die Fotos abhanden gekommen sind. Oh, I see in the screen. It's so much light. I don't see what I'm filming, but I see that I have to shave. Ein Blick zurück in das Tal, durch das wir gekommen sind. Am Ales Etno entlang, dem Fluss, der dem Ales Jaure entfließt. Dies hier ist der Rauter Jaure. Und unser Weg geht weiter hier links Richtung Lappenpforte durch dieses Dickicht. Herrlich. So, heute darf ich mal ein bisschen an Pole Position gehen. Das ist auch ganz schön. Es ist manchmal stellenweise wirklich schwer, hier den Pfad zu finden. Hier an dieser Stelle ist er ausgesprochen gut zu sehen. Aber manchmal ist selbst mein Scout, die Linda, überfordert damit. Das ist also stellenweise, da hinten kommen die beiden. Hello Reindeers! Nun haben wir doch noch welche gesehen in freier Wildbahn. Schön. Eine Furt, so ist sie auch eingezeichnet in der Karte, keine Brücke, also Schuhe ausziehen und dann werden wir ganz gemütlich hier uns nasse Füße holen.
der heutige Tag wird nicht besonders erfreulich werden. Es hat die ganze Nacht geregnet, es regnet auch jetzt. Der Himmel sieht auch nicht wirklich danach aus, als wenn das heute nachlässt. Meine beiden Travelmates sind noch nicht wach. Mal gucken, die sind normalerweise aber auch nicht spät dran, weil sonst kommen wir hier gar nicht weg. Wir müssen auf heute und morgen verteilt 23 Kilometer gehen. Ja, es hat sich seit früher nichts daran geändert, dass man die Furten durchquert, solange die Möglichkeit besteht. Heute ist es ein reißender Fluss. Gestern hatten wir es relativ einfach. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Das wird auch heute wohl so bleiben. Der Himmel ist wolkenverhangen. Aber wir werden einen relativ einfachen Weg zu gehen haben, vergleichsweise einfach, weil die gehbehindernde Vegetation hier oben im Hochfjell nicht mehr vorhanden ist. The highest point of our tour. Juhu! The entry of the Laporten Valley. Laporten from the eastern side. Never be seen by a German tourist usually. So, es gibt zwei Seen im Laportental und dies ist der östliche von beiden, den haben wir jetzt erreicht. Hier ist so eine kleine Anhöhe und dahinter so ein bisschen Windschutz. Den wollen wir für eine kleine Pause nutzen hier. Da sind sie und von da hinten sind wir gekommen. This is the second lake in the Laporten Valley. In between there were thousands of little creeks filled with water because of much rain in the last days. It was difficult to walk. The path is sometimes very difficult to find. Mein Gott, der Tornetresk am westlichen Ausgang des Laportentales. Abisko kann man noch nicht sehen. Das ist doch wohl kaum zu toppen. Ich gehe mal hier ein bisschen höher auf diesen Weg rauf. Das ist doch wohl der Brüller hier. Und von wo wir gekommen sind. Herrlich. Guck sie dir an. There they are!
Da ist er, der Tornetresk mit Abisko Östra und dem Bahnhofsgebäude im Vordergrund. Wir haben uns getrennt, weil ich einen etwas weiteren Weg zu meinem Auto habe als die beiden bis zu ihrem Zimmer. Und wir sehen uns heute Abend wieder und ich werde jetzt erstmal zügig sehen, dass ich da runterkomme und so ein paar Sachen organisiert bekomme, damit der Abend umso entspannter wird. Ja, wenn das kein schöner Tourabschluss ist, bei diesem wunderschönen sonnigen Wetter in Abisko oder in Richtung auf Abisko, dann weiß ich es auch nicht. Jedenfalls ist dies doch wohl der Hammer hier. So, ach, ist das, guckt euch diese Farben an. Das schreit nach Fotos.